Hallo, mein Name ist Carsten Wittmann und ich bin Vorstand bei ASP. Wir verkaufen Schüttgutsortierer für Blut- und Urinproben. Diese Geräte erkennen die eingegebenen Proben, melden sie beim LIS an und sortieren sie in Ausgabefächer. Unser neuester SortPro hat einige bemerkenswerte Eigenschaften, von denen ich Ihnen heute die Verarbeitung von eiligen bzw. Stadt- oder Notfallproben vorstellen möchte. Grundsätzlich stellt sich immer die Frage, ob eilige Proben bevorzugt behandelt werden sollen oder ob die Verarbeitung der Routineproben so schnell ist, dass eilige Proben im normalen Probenstrom mitverarbeitet werden können. Der SortPro ist der schnellste Probensortierer auf dem Markt, sodass es wirklich zu überlegen ist, eilige Proben nicht gesondert zu behandeln. Trotzdem bietet der SortPro Ihnen die Möglichkeit, eilige Proben priorisiert zu verarbeiten. Möglichkeit 1 ist, Proben direkt in den Vereinzelungsbereich zu geben, besonders wenn Sie vielleicht nur eine Handvoll Proben haben. Die Proben werden sofort verarbeitet, das heißt identifiziert, im LIS angemeldet und sortiert und dann im normalen Probenstrom weiter verarbeitet. Sie sparen die Zeit, die es dauert, bis eine Probe vom Eingangstrichter in die Vereinzelung gefördert wird. Möglichkeit 2 ist, den Stadtmodus des SortPro zu verwenden. Diesen starten Sie durch Drücken des Ausrufezeichensymbols. Das Förderband hält an und die Vereinzelung verarbeitet die enthaltenen Proben. Sobald die Vereinzelung leer ist, aktivieren Sie den Stadtmodus und geben die eiligen Proben direkt in die Vereinzelung. Sobald die Proben verarbeitet worden sind, beenden Sie den Stadtmodus und die normale Verarbeitung wird wieder gestartet. Der Vorteil des Stadtmodus ist, dass die Proben jetzt tatsächlich als eilige Proben erkannt und entsprechend markiert werden. Und dem LIS wird ein Prioritätsfleck mitgesendet. Diese so eingegebenen Proben können als eilige Proben in ein Extrafach sortiert werden, um sie direkt nach der Verarbeitung im SortPro zur Analyse zu bringen. Eine weitere Möglichkeit zur Verarbeitung von eiligen Proben ist die Verwendung von Codierkappen, über die ich in einem weiteren Video berichten werde. Eilige Proben müssen also nicht unbedingt manuell, sondern können auch automatisiert verarbeitet werden. Der SortPro unterstützt Sie dabei auf unterschiedliche Art. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website asplabauto.com. Dort gibt es auch ein Video, welches den SortPro vollständig vorstellt. Bis zum nächsten Mal, Ihr Carsten Wittmann.